alaikum. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hep beraber. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hep beraber. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tughda ilayh ممر الليالي وطول الدوام. We will continue later. Und später werden wir weitermachen mit diesem Gesang. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, möge der Friede Allahs auf euch sein. Seid herzlich willkommen. And welcome. Es ist schön, euch alle hier begrüßen zu dürfen. This is a holy night. Heute ist eine ganz besondere, eine heilige Nacht. Because we are here to spread spirituality. Denn wir befinden uns hier, um Spiritualität zu verbreiten. Everybody coming here for spirituality. Jeder, der hierher gekommen ist, ist auf der Suche nach Spiritualität. Everybody wondering what is meaning the spirituality. Aber was ist eigentlich die Spiritualität? Because everybody have some kind of idea about the spirituality. Jeder hat seine eigene Vorstellung, was Spiritualität sein mag. Normally, the spirituality is coming from one spring. Spiritualität entspringt eigentlich eines Ursprungs. And become a big river. Und aus dieser Quelle, aus der die Spiritualität entspringt, entsteht ein Fluss. But the spiritual is coming from the Creator. Und diese Quelle der Spiritualität ist in Wahrheit der Schöpfer, der allmächtige Herr. Because we are all of us being created by His hand. Wir alle, jeder einzelne von uns wurde durch seine allmächtige Hand erschaffen. And we are as a human, as the most perfect one being created. Wir haben die Ehre als Menschen, die vollkommenste Schöpfung zu repräsentieren. Allah Almighty, He is the Creator. Er, unser allmächtiger Herr, er ist unser Schöpfer. And He is showing us that He is the Creator. Und er zeigt uns immer, dass er wahrhaftig der Schöpfer ist. We don't need eyes to see Him. Man braucht eigentlich keine Augen, um ihn zu sehen. Our heart is saying, the Creator is Allah. Unser Herz sagt es uns schon. Dein Herr ist dein Schöpfer. The Lord of everything. Er ist der Schöpfer und Herr aller Dinge. This is Allah Almighty. Er ist Allah, der Allmächtige. The most magnificent, the most beautiful, and the most ever been merciful for all of us. Unser Schöpfer, er ist der Schönste, der Vollkommenste,
die größte Barmherzigkeit und die größte Gnade für die ganze Schöpfung. If you are questioning what kind of mercy He gives to us, Wenn man sich fragt, was ist die größte Gnade, Barmherzigkeit, die uns zuteil wurde? the oxygen that you breathe Das is ist- mercy. Der Sauerstoff, den wir alle, jeder einzelne von uns einatmen kann. If you've been in intensive care in hospital, how much you pay for oxygen? Stellt euch vor, ihr wärt in der Notaufnahme und dann würdet ihr Unmengen von Geld dafür zahlen, um Sauerstoff erhalten zu können. I'm sorry to say, do you think the doctor will be mercy on you, giving you oxygen Denkt ihr vielleicht etwa, dass der Arzt euch diesen Sauerstoff umsonst gibt? without paying? Ohne eine Rechnung zu begleichen gibt es nichts, auch nicht im Krankenhaus. Nee. Auf keinen Fall, nein, nein. Say, if you don't pay, we cut the oxygen on you. Wenn du die Rechnung nicht begleichst, dann bekommst du keinen Sauerstoff. You say, everywhere is oxygen. Why you cut the oxygen on me? Aber wie kann es sein, dass du den Sauerstoff für dich beanspruchst? Das gehört doch jedem. Because you don't pay. Aber du hast nicht gezahlt, daher steht dir kein Sauerstoff zu. See, Allah Almighty, the Creator, He give you free oxygen. Aber unser Schöpfer ist nicht so gierig. Er hat uns allen Sauerstoff gegeben. He give you free health Er hat euch kostenlos Sauerstoff und Gesundheit geschenkt. and telling you, please keep up your health as much as you can. Und er sorgt sich noch viel mehr als wir um uns und sagt, beschützt eure Gesundheit und euer Leben. And He give you so many instruction about your health. Und so viele Wegweisungen haben wir erhalten, wie wir unsere Gesundheit uns selbst schützen können in diesem Leben. You have to eat not too much. Man soll nicht viel essen You have to beispielsweise. eat not too oily. Man sollte nicht zu fettig You essen. have to be careful about what you are eating, what you are drinking. This is good for you. Smoking is good for you. Do you think the smoking is good for you? And God ordering you to smoke? Never. Achte darauf, was du zu dir nimmst, was du isst, was du trinkst. Denkst du, es sei ein göttlicher Befehl, dass du rauchen sollst? Rauche nicht, das ist nicht gut für dich, das ist schädlich. And now the government, they say, it's prohibited to smoke here. Und erst jetzt kommen die Regierungen und sagen, es ist verboten zu rauchen, beispielsweise in geschlossenen Räumen, heißt es. And we are all of us. Yes, sir, we are not. Und wir sind dankbar Smoking für dieses here. Gesetz und sagen, wir rauchen nicht. Why? Because it's have fine for 500 Euro. Und wenn man raucht, dann muss man tief in die Tasche greifen, 500 Euro mindestens. Yes. Say, if you are smoking here, we take your 500 Euro. Wenn du hier rauchen willst, dann musst du auch entsprechend dafür zahlen. Am That's why I Ende. say, yes, sir, we are not smoking. Und daher bekennen wir uns, Nichtraucher zu sein natürlich. But when the God is telling you, don't smoke and don't take bad things in your body, you never listen. Aber warum brauchen wir unbedingt jemand anderes? Wenn unser Schöpfer uns doch schon sagt, dass wir nicht rauchen oder nicht schädliche Sachen zu uns nehmen sollen, warum hören wir dann nicht einfach schon auf ihn? You know why? Warum? Wisst ihr wieso? Because you trust in His mercy that He will forgive you. Weil ihr von tiefstem Innerem auf seine Barmherzigkeit vertraut, weil ihr glaubt, dass er euch am Ende vergeben wird. But when it is governmental law, you know that you will not be forgiven. You have to pay the 500 Euro. Die Gesetze sind nicht so barmherzig, da weiß man, dass einem nicht vergeben wird am Ende, da muss man erstmal die Strafe zahlen. If you don't pay the 500 Euro, they will take you for the court. Weil wenn du deine Strafe nicht zahlst, dann landest du erstmal beim Gericht. And then you have to hire a lawyer. Dann brauchst du einen Anwalt. And you have to pay the lawyer another 500 Euro to defend you. Dem Anwalt musst du dann auch nochmal 500 Euro zahlen dafür, dass er dich verteidigt vor Gericht. And when you are in the front of the judge, Und dann stehst du vorm Richter the judge will tell you, pay the 500 Euro or you go for jail. und der Richter sagt dir, wenn du ein Urteil willst, dann zahl 500 Euro nochmal drauf, sonst landest du im Gefängnis. And you have to pay the penalty and you have to pay the lawyer. Und so gibt es Strafen und auch wenn du keine Strafe hast, dann musst du für deine Verteidigung zahlen. And this remind me of a very nice story. I like to share it with you. Und darüber gibt es eine sehr schöne Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte. This is from Masnawi Sharif. This is the Jalaluddin Rumi book. Und diese Geschichte stammt von Maulana Jalaluddin Rumi, einer der größten Heiligen in seiner Zeit, und er teilt diese Geschichte in seinem Buch Mesnavi. And it is from Alamul Haywan. That means the world of animals. Und diese Geschichte handelt vom Tierreich. And this is one of the best wisdom book and teach us how to be wise people in this life.
Das Mesnevi ist eine Rechtleitung, eine Wegweisung für die Menschen mit so viel Weisheit, dass den Menschen zeigt, wie sie ihr Leben erfüllt verbringen können. Because the spiritual teaching is teaching you to be a wise person. Denn die Spiritualität handelt von Weisheit. Spiritualität lehrt euch, weise Menschen zu werden. And teaching you to be a good one. Und vor allen Dingen lehrt es euch, gute Menschen zu werden. And teaching you to be as helpful for others as much as you can. Die Spiritualität lehrt euch, hilfreiche Menschen zu sein, euch um eure Nächsten zu sorgen. Because in the spirituality, the enemy is your ego. In der Spiritualität gibt es nur einen Feind und der eine Feind ist euer Ego. If you can control your ego, you become a saint. Wenn du es schaffst, dein Ego zu besiegen, dann bist du ein Heiliger geworden. I think olden days people, they was more able to control their ego, and there was a lot of saint in those days. Früher gelang es den Menschen scheinbar besser, ihre Egos unter Kontrolle zu halten, und so werden von früheren Zeiten von Heiligen berichtet. But in our days, we have so many things that ego love. That's why we're being spoiled, so we cannot find saint in those days. In der heutigen Zeit aber ist es schwierig, Heilige zu finden, denn diese jetzige Zeit ist voller Verlockungen, das menschliche Ego wird ständig verführt. And the story is, one day, two cats, they steal a big piece of cheese. Und eines Tages, es gab zwei Katzen und diese beiden Katzen stohlen ein großes Stück Käse. It's normal for cats to, if they find something in the window, that they say, this is our right, let's steal it. Und Katzen, so sind sie eben von ihrer Beschaffenheit, wenn sie irgendwo ein offenes Fenster sehen und da ist auch noch etwas präsentiert und liegt dort, dann schnappen die Katzen sich das einfach. And they come in one corner and they say, let's share it. We steal it together, so we have to share what we have. Und so schnappten sie sich diesen großen Stück Käse, gingen in eine Ecke und wollten diesen Käse unter sich aufteilen. Okay, so one of the cat was a little bit bigger than the others and say, I am bigger than you, so my share should be bigger than your share. Wer bekommt aber welchen Anteil? Und die eine Katze, die war etwas korpulenter und sie sagte, ich verdiene mehr Käse als du. He say, no, we've been risking ourselves together to not be hit by stick, so we have to be equal. Aber wir haben doch beide unser Leben riskiert, also steht uns beiden das gleiche Teil zu. Doesn't matter, you are bigger than me, I am smaller than you, but we've been risking equal. Es spielt doch keine Rolle, ob du dicker bist als ich. Wir haben beide unser Leben riskiert und uns steht beiden im gleichen Teil dieser Käse zu. So they say yes, no, they fight. Und so fingen sie sich an zu streiten. Die eine ja, die andere nein, ich will das, ich will jenes, und sie stritten sich am Ende. And they say, okay, we have to go for the judge to solve this problem for us. Und es gab keinen Ausweg für die Katzen und sie dachten sich, lasst uns doch einfach zum Richter gehen und der Richter soll über uns urteilen, über dieses Stück Käse. And they go, and the judge, it was monkey. Und so gingen sie zum Richter und dieser Richter war kein anderer als der Affe. And the judge, he say, what you looking for? They've been downstairs and he was upstairs, as the judge has to sit upstairs to be controlling what's going on. Und Herr Richter Affe saß ganz oben und blickte herab auf die beiden Katzen, ließ sich präsentieren, was sie denn vorbrachten, denn als Richter musste der Affe ja natürlich ganz oben sitzen und herabblicken auf die Klagenden. And the judge, he put his glasses and he take, well, say, what is the problem, cats? The cats say, we have this issue and we want you to share our cheese because we couldn't solve it ourselves. Und der Herr Richter Affe, er nahm schon seine Brille, setzte sich auf, blickte herunter und schaute sich die Katzen an, das Stück Käse an und fragte, worum geht es denn? Und die Katzen berichteten über das, was vorgefallen war und schilderten den Vorfall. So, give me the cheese. He take the cheese and he have very old scale, put it in front and he balance it. Und so sagte der Affe, der Herr Richter Affe, daraufhin, gib mir doch einfach den Käse. Und dann ließ er sich diesen Käse überreichen und er hatte eine alte Waage und machte auf die eine Seite das Stück Käse. And he break the cheese, break one side bigger and one side slightly smaller. Und dann zerbrach er dieses Stück Käse in zwei Stücke, das eine ein bisschen größer als das andere. And he put it in the scale.
Und dann legte er diese beiden Stücke Käse auf die Waagschale. Of course, the one it is slightly bigger coming like this. Natürlich wog das, was größer war, natürlich mehr als das kleinere Stück. And the cat, they are looking what the judge will give them the decision about what they've been fight for. Und die Katzen waren natürlich neugierig und wunderten sich, was wohl das Urteil des Richters sein würde am Ende. And he take the cheese and get the bite from it. Und dann nahm er das Stück Käse und biss hinein, der Affe. And he put the cheese there. So this one coming slightly smaller than this side. Und dann legte er dieses Stück Käse wieder zurück, aber diesmal war das größere Stück, was jetzt wiederum kleiner war, weil er hineingebissen hatte, leichter als das kleinere Stück. And the cheese was like this. And the cat, both of the cat looking like this. Und die Katzen wussten nicht, wie ihnen geschah. Auf einmal war das kleinere Stück schwerer als das größere, was ja jetzt dezimiert war. And the monkey, he take this cheese again, get the bite. Und um das Gleichgewicht herzustellen, nahm der Richter das jetzt schwerere Stück Käse bis hinein. Of course, every bite he was eating. And he put it in the scale again. Und in jedem Bissen aß er ein Stück Käse und legte dieses Stück And the zurück. cat looking like this. Und die Katzen schauten mit offenem Mund verwundert dem Richter zu, was er da tat. And this one becoming more heavy, then again he eat. Und jetzt war natürlich wieder das ursprüngliche, was schwerer war, wieder am schwersten und dann biss er wieder dort hinein. And the two cat, they say, "You honor, we are accepting whatever it is left." I say, "No, you come for justice and the justice must work." Und die Katzen befürchteten schon um ihr Schicksal und sagten zum Richter, bitte gib uns doch die verbleibenden Stück Käse, wir wollen doch einfach unser Käse jetzt haben. Und der Richter sagte, der Affe, ihr habt Gerechtigkeit verlangt, also werdet ihr Gerechtigkeit erfahren. Wir machen so lange weiter, bis das Gleichgewicht herrscht. And the cat say, "No, no, we accepting. You accepting, it is not accepted." Wir benötigen kein Urteil, wir akzeptieren es, wie es ist, die Dinge. Aber der Richter sagte, nein, euer Antrag wurde abgelehnt. Because you are in the honorable court and you are coming with the case and you have to wait until the end. Ihr müsst wissen, ihr befindet euch hier im ehrwürdigen Gerichtssaal des ehrwürdigen Richters, Herr Affe. Und also müsst ihr warten, bis der Herr Affe sein Urteil gefällt hat. And the cat looking like this, and the judge eating from this one piece, eating from this one piece, one piece, and there was no cheese, and the scale come equal. Die Katzen verstummten und schauten zu, wie der Richter ein Stück Käse nach dem anderen aß, um das Gleichgewicht herzustellen. Am Ende gelang es ihm tatsächlich, das Gleichgewicht herzustellen, und am Ende war kein Stück Käse mehr da. And he take his hammer. Justice is done. Und dann schlug er mit seinem Hammer auf seinen Tisch und sagte, dass die Gerechtigkeit ist hergestellt. That's why it is important for you to know what you are doing and how you are going on in your life. Und diese Geschichte zeigt uns, was es bedeutet, wachsam zu sein, bewusst mit dem Leben umzugehen und wie wir in unserem Leben verfahren sollten. That's why the spirituality is teaching you to deal with anybody that you have in your community or in your country or in other country to be in peaceful. Und so lehrt uns die Spiritualität den Umgang mit unseren Mitmenschen, wie wir in Harmonie und Frieden miteinander leben können. Because if you go for third party or other places, you will not have the result that you are asking. Denn egal, wo man hingeht, wenn man nicht dort ist, wo man hingehört, dann wird man nicht das gleiche Ergebnis bekommen. So many people asking how you can explain for us the spirituality. Spiritualität, das ist ein tiefgreifendes Thema und man fragt und wundert sich, wie man es erklären könnte. And there is another story about Mullah Nasruddin. Und Geschichten erklären es doch am besten. Es gibt eine weitere Geschichte von Hoja Nasruddin. That he explained it in very, very funny way. Und er erklärt es auf sehr einfache, aber auch unterhaltsame Weise zugleich. And it is one day his neighbor telling him, "Oh Hoja, yesterday something fall down from the stairs
and it was making a lot of noise. What was the one falling down? Und dieser Nasreddin-Hodja, das ist so eine Art Till-Eulenspiegel aus der osmanischen Zeit. Und eines Tages trug es sich zu, dass der Nachbar zum Hodja sagte, ich hörte ein lautes Geräusch aus deinem Haus. Was war dieses Geräusch? Hoja say, it was my coat. Und der Hodja sagt, das war mein Umhang, mein Mantel, der da herunterfiel. It fall down from the stairs. Dieser Mantel ist runtergefallen von der Treppe. And the neighbor say, Hoja, but the coat doesn't make noise like this. Aber ein Mantel, wenn er herunterpurzelt von der Treppe, kann doch nicht so viel Krach machen. He say, I was inside the coat. Aber wenn ich drin bin, dann kann dieser Mantel sehr wohl laute Geräusche machen, wenn er herunterpurzelt, sagte der Hodja. So Hoja, he separated himself from the coat. That make the coat alone and him alone. Und das ist eine tiefe Weisheit. Der Hodja betrachtete sich selbst und diesen Mantel als zwei unterschiedliche Gegenstände, Objekte. So the spiritual and reality, we have our physical body that we are dealing in so many heavy works, and if you are continuing, you are dealing with heavy works, you will be after a while going for psychiatrists and pay this amount of money that to say to him, I feel myself not good, but I don't know what's happening. Und um diesen Menschen im Mantel geht es in der Spiritualität. Denn der Mensch setzt sich zum einen aus seinem physischen Dasein zusammen und die Menschen arbeiten sehr stark physisch für weltliche Dinge und irgendwann können sie nicht mehr weiter und landen dann beim Psychiater und sagen, ich komme nicht mehr komme in meinem Leben nicht mehr klar, wie kannst du mir helfen? And the psychiatrist taking his pipe and listening for the man and say in his mind, when this man will go away. Und so sitzt dann dieses Opfer beim Psychiater und erzählt seine Geschichte und erzählt sie immer weiter und der Psychiater hört zu mit einer Pfeife in der Hand und wartet nur darauf, bis der Patient wieder geht. And telling him, okay, tell me your story from day one until today. Und dann sagt der Psychiater, erzähl mir deine ganze Geschichte von Tag 1 bis heute. And taking his, like he is writing something, but actually he make cartoon there. Und dann hat er einen Notizblock und macht, als ob er etwas niederschreiben würde, aber in Wahrheit zeichnet er einen Comic dabei. And then he say, oh, your time is finished, sir. Und dann irgendwann mal merkt er, dass die Zeit abgelaufen ist, sagt, oh lieber Patient, deine Zeit ist vorbei. But he say, you asked me to start from day one. Yeah, maybe you are now 40. From day one to 40 years, it is so much. So you have to come and go and come and go. And so it will be good income for me also. Aber ich sollte doch meine Lebensgeschichte erzählen und ja, aber guck mal, jetzt bist du von Tag 1 angefangen, bist schon bei deinem 40. Lebensalter angelangt und du hast noch so ein großes Leben vor dir. Komm einfach nochmal, dann bekomme ich noch eine große Tasche dabei. The reality is that when you are working in material all the time, they call it the material becoming tired. Aber wenn du dich nur um dein weltliches Dasein, dein physisches Dasein dieser Existenz sorgst, dann kommt der Tag, wo du körperlich, mental müde wirst. Normally they use it for the plane. They say this plane is very old. Maybe it was 20 years flying, so the material it is tired. Und wie ein Flugzeug, das lange Jahre, Jahrzehnte lang geflogen ist, irgendwann nutzt sich dieses Flugzeug ab und so nutzt sich der Mensch auch ab mit der Zeit. What about us? What about us as a human? Do you think you don't have tired from the materialistic life? Alles in dieser Welt wird abgenutzt und auch der Mensch wird abgenutzt mit der Zeit. That's why we like to give you some spirituality. At least maybe we are doing some kind of like this event everywhere, but today we wanted to be with you, and what we are now doing in the music I like to explain also for you, because so many people will say, what is the word here? Und um dieser Abnutzung entgegenzukommen, braucht der Mensch eine Auszeit. Die Seele muss verschnaufen und dafür gibt es die Spiritualität. Und genau diesem Zweck haben wir diese Veranstaltung gewidmet, um den Menschen, um der Seele eine Auszeit zu gönnen und die Seele durchschnaufen zu lassen. Und worum geht es hier? Worum singen wir? Was singen wir hier eigentlich bei dieser Veranstaltung? This is the name of the Creator. We are saying the name of the Creator that
to remember that we are belonging to Him, and to make you to remember that you are also belonging to Him, to get your spirit higher and higher and higher. Und dieser Gesang, den wir gleich durchführen werden, ist eine Erinnerung an uns Menschen, denn dabei lobpreisen wir den Namen unseres allmächtigen Schöpfers und erinnern unsere Seele daran, dass sie von unserem Schöpfer entstammt, um ihr wieder Kraft und Energie zu schenken. And we want to share our experience with you, and we like also you to join us with our singing. Und es ist uns eine Freude und eine Ehre, diese Tradition, die wir hier fortführen, mit euch teilen zu dürfen und mit euch gemeinsam hier diesen Gesang und Lobpreis machen zu können. And we make it simple as much as we can, that it will be stuck in your tongue and stuck in your heart and stuck in your brain. Und diese Musik gleich, sie ist einfach zum Mitmachen. Man kann sie sich leicht merken mit der Zunge, mit dem Herzen. And at least when you have material tire, you don't have to go to psychiatrists, and you will be treated free of charge also. Und immer dann, wenn ihr euch abgenutzt fühlt oder müde von diesem Leben, dann könnt ihr euch an diese Musik, diesen Gesang erinnern und einfach in euch mitsingen. Und dann werdet ihr, ohne zum Psychologen oder zum Psychiater gehen zu müssen, loswerden, diese Probleme und Sorgen des Lebens. Thank you very much for your coming, and hopefully you enjoy our show. Vielen Dank für eure Anwesenheit und viel Spaß.